Hi, mein Name ist Simon und heute gibt es kein Interview mit einem Künstler, sondern gleich mehrere Interviews mit mehreren Künstlerinnen. Heute stehen die Ladies im Fokus, denn es geht um Frauen im Deutschrap. Cool, Frauen im Deutschrap. Aber vielleicht fragt ihr euch, ja toll, aber warum erzählt mir das ein Typ? Das ist doch schon der erste Fehler. Finde ich sehr gut, dass ihr so denkt. Und genau deswegen werde nicht ich euch was erzählen, sondern die es am besten wissen. Wir haben uns die Interviews angeschaut von unter anderem Juju, Bad Moms, Liz, Ailo, Rola und alle anderen, die bei uns zu Gast waren. Und uns ist aufgefallen, sie haben ganz oft die gleiche Meinung, wenn es um ihre Rolle im Deutschrap geht. Da geht es ums Beweisen, um hart sein, um Kämpfe durchstehen und darum, dass sie sich deutlich mehr anstrengen müssen als Männer, um erfolgreich zu sein. Was glaubt ihr? Haben es Frauen härter im Deutschrap, um an die Spitze zu kommen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und gebt natürlich einen Daumen nach oben für das Video. Und die Frage gebe ich direkt weiter. Elif, was sagst du? Ist es für Frauen härter im Rap-Business? Ja. Ja, glaube ich sehr. Glaube ich 100% sehr. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich finde tatsächlich, als Frau musst du dich schon beweisen, vor allem in der Musikszene genauso wie auf der Straße, ja? Ich glaube, das Musikbusiness an sich ist ein hartes Pflaster. Also wenn du hier im Musikbusiness überleben willst, brauchst du echt Eier. Es ist einfach so. Also du musst dranbleiben, du musst super hartnäckig sein. Die Leute haben mich nicht ernst genommen. Was will die Kleine eigentlich? Aber du hast die Erfahrung angesammelt und wurdest dann noch stärker und ich bin ein Mensch, ich bin sehr direkt, weißt du, wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das direkt. Oder manchmal musste ich Leuten in die Fresse spucken, Jungs in die Fresse spucken, damit die so, und habe auch Ohrfeigen kassiert, so, weißt du, was ich meine? Aber du hast dir irgendwann diesen Respekt erarbeitet und das ist einfach so, dich nehmen die Leute als Frau vor allem auf der Straße nicht ernst, weil die auch sagen so, ey, du hast hier nichts zu suchen, so, geh mal lieber nach Hause, in die Küche, koch mal was Schönes, so, aber hier auf der Straße hast du nichts zu suchen. Ich sag, wie hier auf der Straße hast du nichts? Du darfst verkaufen, ich nicht, oder was, so, weißt du? Und darum ging es eigentlich und ich wollte immer den Jungs, sage ich mal, einen Schritt voraus sein. Hat dann irgendwann auch tatsächlich ganz gut geklappt, so, weißt du, und dann war ich so derjenige, wo auf einmal dann alles geholt wurde und The Queen of the South, mäßig, aber das hat auch lange gedauert tatsächlich. Du musst einen langen Atem haben, du musst extrem viel arbeiten, du bist Künstler, was für die meisten Frauen vielleicht auch erstmal kein sicheres Ding ist. Das ist erstmal ein super Sprung ins kalte Wasser. Du hast keinen Arbeitgeber, der dich bezahlt. Wenn du schwanger wirst, who's gonna pay that shit? Aber zum Beispiel Loredana, sie hat ja auch ein Kind gekriegt und die hasselt einfach durch, weißt du, was ich meine? Ich denke nie in Geschlechtern, also ich habe noch nie gedacht, boah, ich bin eine Frau, ich habe es viel härter als ihr. Nein, wenn ich hart arbeite, dann kriege ich es auch hin. Ich muss halt, wie gesagt, nur Geduld haben und weitermachen. Ich hatte schon ein paar Punkte in meiner Karriere, wo ich wirklich strategisch überlegen musste, soll ich mich damit jetzt anlegen oder soll ich es sein lassen? Und ich habe es sein gelassen, weil ich keine Energie darauf verschwenden wollte, weil ich meine Karriere ja voranbringen will, anstatt mich jetzt damit zu beschäftigen, dass jemand mich runtermachen will. Und darum hoffe ich, dass ich so schnell wie möglich nach oben komme, dass mir sowas nie wieder passiert. Ja, also ich habe mal so ein, zwei Sprüche von Producern bekommen, wo es dann hieß so, ja, willst du nicht chillen kommen? Und ich war dann so, Bro, so ich möchte arbeiten, so ich habe kein Geld, jetzt dir hier 1.000 Euro für eine Session zu geben, so ich kann dir das irgendwie in Stücken zahlen. Und er meinte so, nee, du brauchst nicht bezahlen, du kannst ja chillen kommen. Und ich war so... War das so dieses Netflix und Chillen kommen? Oder war ja, das genau, es war dieses Netflix und Chillen kommen. Und ich war so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Deutschrap-Szene. Also, das ist mir halt so 4-5 Mal passiert und ich war dann so, das kann doch nicht sein, Alter. Und dann hat sich immer mehr so, weißt du, so rausgestellt, so, okay, die wollten mich nicht haben, weil so da kamen Sprüche und ich bin dann so, Bruder, was redest du da? Und dann habe ich gemerkt, so, dass diese Konstellation irgendwie immer mehr in die Brüche gegangen ist und dann war ich so, okay, kann das jetzt wirklich sein, dass die so sind, weil ich eine Frau bin oder was wollen die jetzt von mir? So, wollen die mir helfen, weil ich cool bin oder warum helfen die mir gerade? Digga, du würdest sowas niemals zu einem Mann sagen, so, weißt du, würdest niemals zu einem Typen sagen, hey, komm doch vorher chillen, damit du Musik machen kannst. Und da habe ich dann so gedacht, boah, will ich wirklich in diese verdreckte Szene, wenn es schon am Anfang so dreckig wird? Ich finde, die Popbranche ist noch ein bisschen, also sie ist eigentlich konservativer, aber noch offener eigentlich. Aber jetzt hier in diesem urbanen Bereich ist es eine sehr, sehr überkrass männerdominierte Welt und eigentlich muss sich die Frau immer unterordnen. Und ich bewundere Frauen, jetzt so wie Shirin David oder keine Ahnung, ja, eigentlich Shirin David ist so die es halt wirklich ganz oben ist oder auch Loredana. Ich glaube, die mussten, ich weiß am Ende nicht, aber die können zumindest, glaube ich, jetzt machen, was sie wirklich wollen. Die machen Ansagen. Aber ich habe gemerkt, sobald du mit den richtigen Leuten bist, passiert sowas nicht. Also bei Gott, von einem Takt würde niemals so ein Spruch kommen, hey, komm doch mal chill, bevor ich dir helfe. So, weißt du, was ich meine? Deswegen, so, da muss man wirklich unterscheiden in dieser Szene. Das gebe ich auch jedem Newcomer mit.
vertraut nicht jedem x-beliebigen Menschen, der euch sagt, ich bin der und ich habe Geld und kann dich großziehen. Weil das sind meistens die Leute, die euch einfach unten halten werden. Schon traurig. Warum kann man nicht einfach gönnen? Mich freut es auf jeden Fall, dass es immer mehr talentierte Künstlerinnen schaffen, sich in der Szene einen Namen zu machen. Und mein Gefühl ist auch, dass der Support untereinander immer besser wird. Mal gucken, ob die Ladies mein Gefühl teilen. Dass du Leute findest, die an dich glauben und so, das ist nicht einfach und du musst dranbleiben. Und manchmal, wenn man sich selber nicht liebt, aber jemand anderes einen dann sozusagen die Augen öffnet oder zeigt, wie man wirklich ist oder einem zeigt, dass man schöne Seiten an sich hat, manchmal, ja, das ist ja, dann fühlst du dich ja auch ein bisschen besser und du hast ja mehr so positive Vibes dann und denkst so, okay, ich finde mich jetzt gerade nicht so toll, aber derjenige zeigt mir so viel Liebe, dass ich es irgendwie sehen kann. Bei uns ist es eigentlich so, dass wir uns so supporten. Wenn ich was rausbringe, wird es auch geteilt. Ich teile auch deren Kram. Aber in Freundschaften war ich immer so, gerade mit Frauen, weil ich auch vielleicht nur mit meiner Mutter aufgewachsen bin, ich habe Frauen einfach immer vertraut, weißt du, ich hatte noch nie dieses Konkurrenzgefühl so. Ich hatte das einfach nicht. Weil es halt so wenige Frauen auch sind, versuche ich auch immer irgendwie zu gucken, okay, ey, wo sind die Weiber, was geht, lass zusammen was machen oder lass irgendwie zumindest mal supporten. Ich habe immer so gehört, Frauen sind ja immer so konkurrenzmäßig und so. Ich dachte immer so, das stimmt gar nicht so. Ich verstehe mich mit meinen Freundinnen so gut, wir sind nie so, dass wir uns gegenseitig was nicht gönnen. Wir helfen uns gegenseitig, dass jeder die geilste ist, so, weißt du. Und da bin ich dann halt ein bisschen auch auf die Fresse gefallen und das ist halt vielleicht so eine Sache, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch dran, wenn man sich einfach so lange schon kennt, vielleicht funktioniert es dann einfach auch besser, als wenn man Erwachsenes kennenlernt und alle so mit ihren Masken dann und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich bin trotzdem immer noch offen und nett zu jedem, alles cool. So. Sehr nice, dass Juju immer noch so eine Einstellung hat. Und auch wenn immer mehr Frauen jetzt am Start sind, ist die Rap-Welt immer noch sehr, sehr männerdominiert. Elif hat's gesagt. Klar, der Support wird größer. Bestes Beispiel ist der Song von Nessie, Bounty Coca, Alicia Ava, Chelo Minato und Charisma. Bei dem Projekt war jede führende Position von einer Frau besetzt. Aber solche Beispiele gibt es erst seit kurzem. Und wie wichtig das ist, zeigen auch die Erfahrungen, die Bad Moms J, Liz und die anderen gemacht haben. Wir hatten eine lange Zeit sehr wenige Frauen gehabt, ne? Die konntest du nicht mal an einer Hand abzählen. Ich habe Frauen nicht gesehen, die sich die Haare färben oder die lange Fingernägel haben, sich krass schminken oder performen oder anders reden, als man von Frauen erwartet, wie sie reden und so. Ich kannte das nicht und sowas das erste Mal zu sehen war halt so, wow, krass, okay, wir können auch, dann let's go. Also mich hat wirklich krank fasziniert einfach dieses ich zieh durch. Mir ist vollkommen egal, was andere sagen. Also ich meine, so Sixten ist ja dieses beste Beispiel dafür, so auf fuck off. So, egal, was irgendein Mann in diesem Business gesagt hat oder überhaupt irgendjemand, die haben so drauf geschissen. Und irgendwann kamen dann mehr Frauen in die Szene. Und ich war so, boah, Bruder, irgendwann, ich möchte auch auf dieser Bühne stehen. Okay, ich bin hier in meinem Job vielleicht, aber es gibt so Künstler, die machen irgendwie was ganz anderes. Ich will auch Teil davon sein. Ich folge ich bewundere das. Ja, und dann kam letztes Jahr das Booking rein und ich war so, oh mein Goodness. War schon krass. Aber das war schon so diese Motivation, so weißt du, so ein junges Mädchen zu sehen, die man so fast von Tag 1 verfolgt hat, dass sie es auf so eine Bühne schafft. Und ich war so, Digga, man muss es irgendwie schaffen, so man muss diesen Willen haben, da durchzuziehen. Jetzt bin ich hier. Und das hat sie sich verdient, denn genau diesen Willen, den Ailo zeigt, zeigen auch immer mehr andere. Und natürlich gibt es Gegenwind, den gibt es immer. Aber als Newcomerin oder etablierte Künstlerin ist der Wind vermutlich noch mal stärker, denn Mädels müssen sich für Dinge rechtfertigen, für die sich Jungs nie rechtfertigen müssen. Ist so. Deswegen ist es umso wichtiger, sein eigenes Ding zu machen. Ich glaube, man wird wirklich krank, wenn man nicht leben kann, was man für sich selbst gut findet. Weißt du, wenn du immer deine Emotionen und deine Würde und so unterdrückst, so, dann wirst du wirklich krank. Wenn eine Frau sich sexy fühlt und sich so zeigen will, soll sie es machen. Wenn ich mich danach fühle, werde ich es auch machen. Jeder soll sich einfach so zeigen, wie er will. Ich wollte einfach so sein, wie ich bin und ich bin jetzt auch nicht jemand, ich würde mich niemals für einen Playboy ausziehen. Ich würde auch nicht zu Love Island gehen oder sonst irgendwo hin. Dann schreibe ich lieber für andere Leute Songs, wenn das alles nicht funktioniert, so bevor ich das mache. Das Einzige, was ich wollte, ist einfach zu sagen, ey, ich trinke abends mal einen Wodka Tonic, ich habe mal einen Freund, lebe mein Leben einfach, aber trotzdem bin ich ein ehrlicher, loyaler Mensch und hoffe, dass ich die Welt irgendwie irgendwas Positives geben kann. Und
wenn das Einzige ist, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Da werden einfach immer Unterschiede gesetzt. Das ist einfach so ein Gesellschaftsbild, denke ich mal, weißt du? Werden einfach Unterschiede gesetzt zwischen Mann und Frau und ich finde, das sollte halt nicht sein. Mach dein Ding. Werd einfach irgendwie ein zufriedener Mensch. So, komm nicht in so eine Midlife-Crisis und werd nicht irgendwie geisteskrank, sondern mach einfach dein Ding, chill, alles cool, hör nicht auf die anderen. Alles super. Perfektes Schlusswort von Juju. Ich hoffe, die Künstlerinnen konnten euch in diesem Video einen kleinen Einblick geben in das Leben als Frau in der Deutschrap-Szene. Und Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle Ladies, die gerade richtig durchziehen und ihr Ding machen. Mein Name ist Simon. Checkt gerne unsere anderen Videos. Checkt Instagram, checkt YouTube, checkt die ARD-Mediathek. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und alles, was ich gerade gesagt habe, wurde von meiner geschätzten Kollegin geprüft. Kann ich jetzt gehen? Ist okay?